Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strick mit Calypso. Ich freue mich sehr, euch wiederzusehen und ich begrüße die Neuen unter euch ganz herzlich. Einige neue Strickerinnen oder kreative Geister haben durch das letzte Video hierher gefunden zu diesem Channel und ich bedanke mich für alle eure Rückmeldungen zu dem Video 7 Designs, die ich niemals stricken werde. Es hat mich sehr gefreut, dass so viele von euch das Video geschaut haben und kommentiert haben und ja, Diskussionen, ein reger Austausch in den Kommentaren stattgefunden hat. Natürlich immer respektvoll und das finde ich super, das hat mich sehr, sehr gefreut. Also willkommen, ich heiße Calypso, ich stricke seit 20 Jahren schon und mache auf diesem Channel ja, sehr viele kreative Sachen. Ich zeige alles, was ich gerne stricke und freue mich, wenn ihr dabei seid und mich dabei begleitet. Heute habe ich einiges für euch mitgebracht, denn ich habe die letzten Wochen keine reguläre Folge aufgenommen, denn ich habe vor fast 4 Wochen einen neuen Job angefangen im öffentlichen Dienst. Und da bin ich Vollzeit beschäftigt. Das ist natürlich ja, zeitaufwendig und auch ein bisschen stressig und anstrengend, die Einarbeitung und sich an neue Lebensumstände zu gewöhnen. Also es macht mir auf jeden Fall Spaß und ich bin sehr glücklich darüber, aber fühle mich auch ein bisschen müde. Ich hoffe, man sieht mir das nicht an. Und deswegen hatte ich nicht so viel Zeit, eine reguläre Folge aufzunehmen, aber ich freue mich sehr, heute eine aufzunehmen und dadurch habe ich heute umso mehr für euch dabei. Vielleicht fange ich an mit dem, was ich trage. Das ist Cerise Top. Das kennen einige unter euch bestimmt schon. Das ist bis jetzt mein beliebtestes Design und das findet ihr auch in meinem Ravelry Shop oder auf meiner Website. Hier rechts neben mir seht ihr auch den Flower Rain Cardigan, den ich vor jetzt ja, ein paar Wochen veröffentlicht habe und ich freue mich sehr darüber, wie der empfangen wurde von euch. Ich bin sehr, sehr glücklich über dieses Design. Das ist eine Kooperation, die ich mit Mademoiselle Uruguay gemacht habe und ich finde, das Resultat spricht für sich. Ich finde es super schön geworden. Ich trage das richtig gerne, habe es schon mehrmals im Büro angehabt und auch ein paar nette Komplimente bekommen. Ich füge euch dann noch hier 1, 2 Fotos ein von dem Cardigan, wie ich den trage, damit ihr noch eine andere Perspektive drauf bekommt. Und ja, vielen Dank an die Teststrickerinnen, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da wir gerade über Teststricken sprechen, habe ich gerade ein anderes Teststricken am Laufen. Denn ich habe noch ein zweites Design gemacht in Kooperation mit Mademoiselle Uruguay. Dabei handelt es sich um einen Sommertop, das ich Margarita getauft habe. Ich füge euch hier davon ebenfalls ein paar Fotos ein und hole es ganz schnell, damit ich es euch zeigen kann. Voilà, hier ist das schöne Top. Das ist ein super schönes, süßes Top geworden mit einem schönen Lochmuster hier an den Seiten. Ich habe das Margarita, so Gänseblümchen getauft, weil diese kleinen Lace-Muster mich an kleine Sonnenblumen erinnern und ich habe hier so eine Art Sanduhr-Figur gemacht und hier auf den Trägern vorne findet ihr auch nochmal kleine Gänseblümchen, so wie hier im Rücken am Ausschnitt. Und ja, die Kanten habe ich mit I-Cords fertiggestellt, sowohl am Halsausschnitt als auch an den Armausschnitten und hier unten. Das Garn ist super weich, das ist auch von Mademoiselle Uruguay und heißt Serena in der Farbe Citron, also wie gesagt, das wird ebenfalls gerade getestet und ich füge euch hier auch 1, 2 Fotos ein, wie das getragen aussieht und ich hoffe, dass ich die Anleitung dann in den nächsten Tagen veröffentlichen kann. Denn jetzt ist ja gerade die Zeit, um das zu stricken und die Teststrickerinnen sind ganz fleißig und geben mir auch ganz tolle Rückmeldungen zu der Anleitung. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, ich finde dieses Top toll. Ich habe das schon 1, 2 Mal getragen, aber noch nicht so viel, da die Anleitung noch nicht veröffentlicht ist. Warte ich dann immer ein bisschen, bevor ich das dann wirklich im Alltag einsetze. Aber darüber freue ich mich sehr. Zu diesem Top und diesem Cardigan, was ich jetzt immer machen möchte, wenn ich ein Design veröffentliche, ist eben ein Vlog zu veröffentlichen. Diese Vlogs begleiten mich einfach, da mache ich stufenweise oder abschnittsweise immer ein kurzes Video und zeige
wie ich vorangekommen bin mit meinem Design, und das begleitet mich dann über 1, 2 Monate, 3 Monate, je nachdem, wie lange ich brauche, um das Teil zu stricken. Und das wird dann wirklich ein Stricktagebuch über dieses spezifische Design, wo ich nur darüber spreche und auch erkläre, wie ich das stricke und in Konstruktion auch etwas erkläre und mehr oder weniger ins Detail gehe. Das kann euch natürlich helfen, wenn euch das Design gefällt und ihr das nachstricken möchtet. Dann lade ich euch gerne ein, diese Design-Blogs zu gucken. Im Moment gibt es das Design-Blog für den Flower Rain Cardigan und das Design-Blog für das Margarita-Top. Das würde dann auch in den nächsten Wochen dann veröffentlicht werden. Für das Flower Rain Cardigan habe ich noch ein paar Technik-Tutorials gemacht, wo ich dann wirklich aus der Nähe zeige, wie ich eine bestimmte Technik stricke. Allerdings sind alle diese Videos, die Design-Vlogs sowie die Technik-Tutorials auf Englisch. Ich weiß, dass es nicht für alle optimal ist. Trotzdem finde ich es sehr, sehr schade, und das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, dass manche von euch dann, nur weil ich 1 oder 2 Videos auf Englisch auf meinem Channel hochlade, dann ihr Abo entfernen und einen etwas nicht so freundlichen Kommentar hinterlassen. Ja, das möchte ich eigentlich gerne nicht, dass das passiert, weil die Videos, die ich mache, sind sehr, sehr viel Arbeit. Und ich mache das auch alles zum Spaß. Das hier ist auch mein Channel, also wenn es euch wirklich nicht gefällt, dann könnt ihr euch auch frei zu gehen. Genau, der Channel ist trotzdem hauptsächlich auf Deutsch. Diese regulären Podcasts mache ich weiterhin auf Deutsch. Und wenn ich durch meine Design-Vlogs und andere Tutorials gerne mein Publikum erweitern möchte und dann auch einfach die Weltsprache dann Englisch verwende, weil ich mir dadurch erhoffe, noch mehr Menschen zu erreichen, dann finde ich es schade, dass einige von euch das negativ auffassen und mich dabei nicht unterstützen. Im Gegenteil, das finde ich sehr schade, und das wollte ich an dieser Stelle sagen. Die Menschen, die zu mir passen, die mich gut finden, was ich mache und auch weltoffen sind und offen für Neues, die haben natürlich alle ihr Abo dagelassen, und das ist natürlich die ganz, ganz große Mehrheit, und das freut mich natürlich sehr. Also danke an alle, die regelmäßig folgen, regelmäßig Videos gucken und liebe, nette Kommentare hinterlassen. Kritik ist natürlich auch gewünscht, aber wie gesagt, immer objektiv und höflich wäre auf jeden Fall der Standard, den ich gerne einhalten würde. In meiner letzten regulären Folge, ich glaube, das war die Nummer 22, aber ich zähle das nicht ganz bewusst, habe ich das Thema Sattelschulter aufgemacht. Und da möchte ich heute ein bisschen anknüpfen, denn ich habe weiter gestrickt an dem Osetta Top. Und da bin ich schon ganz weit gekommen. Ich habe schon seit 2 Wochen, glaube ich, nicht mehr daran gestrickt, weil mir ein bisschen langweilig geworden ist, ehrlich gesagt. Und normalerweise bin ich eine monogame Strickerin, beziehungsweise stricke ich vielleicht 2 Sachen gleichzeitig, aber nicht unbedingt 5 oder so. Aber da ist mir ein bisschen langweilig geworden und ich wollte ein bisschen Abwechslung zwischendurch, bevor ich die Ärmel stricke. Und zwar ist mir ein bisschen langweilig geworden, weil ich hier unten also das strickt man von oben nach unten, und es hat eben diese Sattelschulter hier, die ich im letzten Video bereits beschrieben habe. Da könnt ihr gerne zurückgehen, und es gibt auch verschiedene Arten, Sattelschulter zu konstruieren, und das möchte ich in nächster Zeit ein bisschen erkunden und da ein bisschen experimentieren. Genau, das bedeutet aber nicht, dass alle meine Projekte jetzt Sattelschultern haben werden. Zurück zu meinem ursprünglichen Satz. Mir ist ein bisschen langweilig geworden, weil man eben dieses Teil von oben nach unten strickt, und dann hat man hier die Rippen am Bündchen. Ich wollte das natürlich so schön wie möglich abketten und habe es dann italienisch abgekettet mit der Wollnadel. Und das sind, ich weiß nicht, 200 Maschen oder sowas, also ziemlich viele. Und es hat einfach eine Ewigkeit gedauert, diese Maschen hier unten italienisch abzuketten. Das sieht natürlich am schönsten und am harmonischsten aus, deswegen mache ich das schon gerne. Allen Tops mittlerweile oder Kleidungsstücken, die ich von oben nach unten stricke und wo dann so ein Rippenmuster ist, dass ich das eben auch italienisch entweder anschlage oder italienisch abkette. Das ist aber eben sehr zeitaufwendig, und deswegen habe ich das kurz zur Seite gelegt und wollte dann nicht gleich mit den Ärmeln weitermachen und dann wieder so lange italienisch abketten. Genauso hier am Halsausschnitt steht mir das ja auch noch bevor. Deswegen habe ich zwischendurch noch was anderes angefangen, das ich euch auch gleich zeige.
Jedenfalls bin ich zufrieden mit diesem Oberteil. Es ist noch nicht fertig, aber ich freue mich drauf, das zu tragen. Ich finde, das fühlt sich super weich an. Das ist die Baumwolle von Casasol. Das ist eine spanische Marke, made in Spain, 100% gekämmte Baumwolle. Ich finde die wirklich super schön. Die habe ich mir beim Barcelona Knits Festival gekauft letztes Jahr. Und es gibt eine Sache beim Rundstricken, die ich hier ansprechen möchte. Und zwar, vielleicht sieht man das hier, wenn ich das so hinhalte, wenn man in der Runde strickt. Und ich finde, hier sieht man das schon etwas. Bei den meisten Kleidungsstücken sieht man das nicht. Ich glaube, das liegt hier daran, dass es eine Baumwolle ist. Und es liegt auch daran, wie das Garn verdreht ist, also verzwirnt ist. Kann es passieren, wenn man in der Runde strickt, dass es so eine leichte Schräge hat, also einen leichten Bias. Und wenn ich das so hoch halte, vielleicht seht ihr, dass der Körper in eine Richtung so ein bisschen diagonal abgeht, in diese Richtung, also nach rechts, nach hier, wo meine rechte Hand ist eine leichte Diagonale in dem Oberteil. Das passiert beim in der Runde stricken, das ist total normal im Grunde. Meistens sieht man das nicht, aber hier sieht man das eben ein bisschen, aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe und vielleicht noch andere Gründe, die mir unbekannt sind. Oder das passiert auch, weil wenn man in der Runde strickt, strickt man eben nicht eine Reihe auf die andere. Und daran muss man auf jeden Fall denken, das ist vielleicht Anfängern nicht unbedingt bewusst, weil wenn man in Teilen strickt und in Hin- und Rückreihen, dann strickt man wirklich eine Reihe auf der anderen obendrauf. Wenn man in der Runde strickt, ist das aber nicht der Fall, denn man strickt eine Spirale. Und so kann es eben passieren, dass man diesen leichten Bias hat. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr euch irgendwo ein billiges T-Shirt gekauft habt bei irgendeiner Fast Fashion Marke. Da sind so diese billigen T-Shirts, die sind ganz oft auch schräg geschnitten. Und wenn man die kauft, sehen die gerade aus, einmal gewaschen, haben sie sich verzogen. Und also das passiert, weil sie schlechte Qualität haben hauptsächlich. Aber eben auch, weil sie eben in der Runde gestrickt sind. Und das kann man natürlich korrigieren. Ich weiß nicht genau, wie man das industriell korrigieren kann. Auf jeden Fall kann man das korrigieren, weil das ist ja nicht bei allen T-Shirts so. Also wenn man ein bisschen qualitativ hochwertigere T-Shirts sich anguckt oder kauft, dann sieht man, dass sie nicht so diesen Bias haben und nicht so diese Schräge sich so verziehen. Ja, vielleicht hätte ich das Garn einfach von dem anderen Ende nehmen können. Das hätte das zum Beispiel verhindern können, dass ich den Faden habe ich, glaube ich, jetzt in dem Fall vom Inneren des Knolls rausgezogen. Und vielleicht wäre das nicht passiert, wenn ich den Faden von außen genommen hätte, weil dann der Faden eben in die andere Richtung gedreht ist. Ja, da gibt es so mehrere Tipps und Tricks. Da möchte ich jetzt nicht so ganz ins Detail gehen. Da müsste ich selber ein bisschen recherchieren und mir das ein bisschen besser strukturieren, um euch das genauer erklären zu können. Aber das ist nur so ein kleiner Hinweis, falls euch das mal passiert oder auffällt, habt ihr da jetzt eine kleine Idee, warum das so ist und was man vielleicht machen kann, um das zu vermeiden. Das stört mich hier an dem Top nicht, also es ist wirklich ganz minimal, diese Diagonale, und das fällt keinem auf. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich auf der Kamera sieht. Beim Tragen dann, da es eben so oversize ist, beim Tragen wird es sowieso nicht auffallen, weil es einfach so schön fällt. Genau, und als nächstes werde ich dann die Ärmel stricken. Die Ärmel sind interessanterweise, wenn ich die Anleitung jetzt richtig im Kopf habe, Set-in-Sleeves im Endeffekt, weil man nimmt da Maschen auf und macht dann verkürzt rein, um die Schulterkugel zu erhalten. Also ja, es sind Sattelschultern kombiniert mit Set-in-Sleeves, wenn ich die Anleitung richtig in Erinnerung habe. Wenn manche unter euch das Rosetta-Top schon fertig gestrickt haben und ich gerade was Falsches erzähle, dann korrigiert mich gerne. Aber genau, das ist auf jeden Fall, was ich noch im Kopf habe. Und eine Veränderung habe ich gemacht, denn für mich ist dieses Oberteil einfach zu oversize dann geworden. Und ich finde es auch nicht schön, wenn es wie so ein Sack einfach runterhängt, wenn man etwas so in der Runde glatt rechts runter strickt. Deswegen habe ich an den Seiten hier Abnahmen gemacht auf beiden Seiten unter den Armen, damit es ein bisschen leichter zugeschnitten, also leicht zugeschnitten ist und nicht ganz so viel Stoff ich hier am Körper habe und es nicht so ganz weit sitzt, sondern ja,
ein bisschen mehr angepasst an meine Figur. Da ich euch das jetzt gezeigt habe und bei dem anderen Oberteil, das ich gerade stricke, da habe ich eine Denkpause eingelegt. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute oder morgen hier daran weiter stricken. Und beim nächsten Video ist es bestimmt fertig. Als nächstes zeige ich euch gerne das zweite Oberteil, das ich gerade stricke. Das stricke ich mit dieser Ulysse von Derirum Natura. Das ist ein kardiertes Garn, also kein gekämmtes Garn. Und das macht einen Unterschied, dann ist es ein bisschen flauschiger, ein bisschen ungleichmäßiger und schließt mehr Luft ein. Und das hatte ich euch schon mal gezeigt, denn ich hatte bereits versucht, da ein Oberteil anzufangen. Und das habe ich von oben nach unten gestrickt. Aber ich hatte euch erzählt, dass es mir nicht gefallen hat, wie die Zunahmen aussehen. Und ja, da ich das improvisiere und nicht mit einer Anleitung stricke, muss man einfach ausprobieren, welche Muster, welcher Schnitt verträgt sich gut mit diesem Garn. Und die Idee, die ich als erstes hatte, hat sich nicht vertragen mit diesem Garn. Also habe ich das wieder aufgezogen und etwas Neues angefangen. Und da bin ich schon ganz gut vorangekommen. So, es ist ein Stück, wie ihr sehen könnt. Wie zeige ich euch das am besten? Da hängen jetzt nämlich gerade 4 Knäuel dran für jedes Teil. Ich habe von unten angefangen, italienisch angeschlagen. Das Bündchen klappt sich ein. Eins rechts, eins links, Bündchen gestrickt. Das ist Intarsia. Wie ihr sehen könnt, mache ich hier einen schönen Farbwechsel zwischen diesem Aubergine und diesem Schafweiß. Und mache das einfach mit Intarsia, indem ich die Fäden hinten kreuze, um diese 2 Farben schön zu kombinieren. Denn ich wollte auf keinen Fall Streifen machen. Streifen sind nicht so mein Lieblingsding. Es schließt aber nicht aus, dass ich vielleicht mal was mit Streifen stricken könnte. Also ich probiere alles gerne mal aus. Und ich habe bestimmt schon mal was mit Streifen gestrickt. Im Prinzip ist dieses Teil reversibel. Ich mache einen Paarausschnitt vorne und hinten. Ich habe also gestrickt bis zu den Armausschnitten, habe ich hier Maschen stillgelegt auf die Sicherheitsnadel und hier die Abnahmen gemacht für die Armausschnitte. Ich stecke hier einfach mal die Arme durch. So, das könnte vorne oder hinten sein, das ist im Prinzip egal, wie rum man es trägt. Und ich bin jetzt in einer Denkpause, weil hier müsste ich das ja dann zusammennähen. Und hier mache ich genauso den Faarausschnitt und die Abnahmen. Und ja, es passt. Es ist eng anliegend, nicht zu eng anliegend. Ich könnte es so lassen. Aber mir ist so die Idee gekommen und darüber denke ich gerade nach, ob ich das machen könnte, weil ich habe noch genug Garn. Und ich möchte kurze Ärmel haben. Ich möchte nicht unbedingt lange Ärmel daran stricken. Deswegen habe ich gedacht, ich könnte hier, statt es einfach nur zusammenzunähen, eine Knopfleiste hier anstricken, in der Mitte, dazwischen. Und die kann ich entweder hier vorne tragen oder im Rücken, je nach Laune. Und es müsste auch nicht unbedingt eine echte Knopfleiste sein, weil eine Knopfleiste, wenn ich eine echte Knopfleiste habe, habe ich ja 2 Lagen, die übereinander liegen. Und das macht sie dann ein bisschen dicker und das möchte ich nicht unbedingt, weil ich das eher so im Frühjahr tragen möchte, Sommer. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache vielleicht einfach eine falsche Knopfleiste. Das heißt, ich werde hier Maschen aufnehmen und im Rippenmuster stricken und es dann hier anstricken auf der anderen Seite. Und dann einfach 2, 3 Knöpfe draufnähen. Dadurch gewinne ich auch ein bisschen an Weite, was ich ganz gut finde. Ich finde, dass ich hier noch 2 cm mehr haben könnte an Weite. Beziehungsweise wenn ich eine Knopfleiste mache, dann werden es eher 4. Genau, also es würde passen, aber ich glaube, die Knopfleiste hier ist keine so schlechte Idee. Was meint ihr? Habt ihr dann eine Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und beim Halsausschnitt bin ich jetzt auch noch nicht so ganz sicher. Also das bleibt ein Faarausschnitt. Vielleicht möchte ich hier oben doch ein rundes Element einbauen. Oder ich lasse einfach den Faarausschnitt und kette es dann ab oder stricke es zusammen mit der 3-Nadel-Technik, die 2 Schultern. Und mache noch ein paar verkürzte Reihen an den Schultern. Mal sehen, da bin ich eben noch nicht so ganz sicher, was ich möchte. Und so würde es dann aussehen mit dieser Intarsia-Schräge. Ich wollte das Oberteil nicht einfach Hälfte weiß machen und Hälfte Aubergine,
weil ich eben mehr von dem Weiß habe als von dem Aubergine. Und ich fand es ganz stylisch, hier so eine Schräge zu haben. Ja, genau. Was meint ihr dazu? Wie findet ihr das? Mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Das Garn ist super schön, sehr flauschig. Ich habe in den letzten 2-3 Wochen auch ein paar Sachen für meine Wohnung gebraucht und bin dann bei Amazon in die Falle getappt. Amazon ist schon sehr praktisch, ist aber vielleicht nicht die moralisch beste Adresse, was Ökologie angeht und vielleicht andere Gründe. Auf jeden Fall bin ich da in die Falle getappt, weil die einem ja immer anbieten, ab so einem so und so viel Einkaufswert ist der Versand kostenlos. Ja, und mir haben dann noch 10 Euro oder so gefehlt, um den kostenlosen Versand zu bekommen. Und das hat sich in ein Buch verwandelt. Knitovation Stitch Dictionary. Das wollte ich mir schon länger kaufen, so wie alle Bücher. Ich sage das jedes Mal. Ich habe trotzdem kein schlechtes Gewissen. Ich habe darin schon ziemlich viel geblättert. Ich finde es schön. Es hat Colorwork, im Endeffekt ganz viele verschiedene Muster. Ich möchte es gar nicht so viel blättern und da drin aufmachen, weil die neben der Maschenprobe direkt das Strickmuster ist, wie man diese verschiedenen Muster strickt. Aber es gibt wirklich alles Mögliche. Selbst wenn man nichts daraus verwendet, macht es Spaß, da drin rumzublättern. Denn es gibt von Regenschirmen zu Stiefeln, Schweinchen, Krebse, Hunde und Blätter, abstrakte Formen, alles Mögliche. Und da ist, glaube ich, für jeden Geschmack was dabei. Also es ist ein schönes Buch, wenn ihr gerne Colorwork strickt und ja, einfach Inspiration sucht. Hier sind auch ein paar Anleitungen für Modelle, Pullovermützen und so weiter. Auf jeden Fall habe ich mir eine Freude gemacht und wollte euch das nur kurz vorstellen. Und wenn ihr eben Lust habt und Spaß habt am Colorwork stricken, das Buch gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Aber ehrlich gesagt, also am Ende sind, ich glaube, 3 oder 4 Modelle drin, also komplette Strickanleitungen für Pullover, Mütze und so weiter. Aber für die anderen Strickmuster muss man ja kein Englisch können. Das sind praktisch nur die Tabellen mit den Strickmustern. Von daher reicht es, wenn man einfach 2 Augen hat und Farben erkennen kann. Wenn ich das so sagen darf. Dinosaurier, Schmetterlinge. Schmetterlinge finde ich ja immer ganz toll. Ah, hier steht Motte, aber es sieht aus wie ein Schmetterling. Naja, kann ich euch empfehlen. Und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das euch auch zulegt und eure Strickbibliothek erweitert. Ich finde oft, dass ein Strickbuch mehr wert ist und im Preis-Leistungs-Verhältnis bringt mir ein Buch sehr oft viel mehr als eine Zeitschrift. Natürlich kaufe ich mir auch gerne mal Zeitschriften, wenn da mehrere Designs drin sind, die mich total umhauen. Dann kaufe ich mir auch eine Zeitschrift. Oder wenn da nur ein Design ist, was mich total umhaut und ich sofort stricken möchte, dann kaufe ich mir das auch. Bücher, finde ich, sind zeitloser und regen mehr meine Kreativität an als Zeitschriften, wo 20 Designs drin sind. Aber es lohnt sich natürlich auch, eine Zeitschrift zu kaufen, denn eine Zeitschrift kostet vielleicht... die sind auch nicht so ganz günstig, ne? Kommt drauf an, was für eine man kauft. Kann man schon Strickzeitschriften, kann man schon 20 Euro für ausgeben. Aber wenn da 10 Anleitungen drin sind, dann ist der Preis pro Anleitung nicht sehr hoch. Klar, wenn man dann nur 2 oder 3 davon strickt, dann je nachdem, wie man rechnet, ne? Schließlich möchte ich euch noch ein bisschen in meine Welt des Spinnens mitnehmen. Mir ist aufgefallen, dass ich viel mehr im Sommer spinne. Also das Spinnen an meinem Spinnrad ist für mich viel mehr ein Sommerhobby und im Winter mache ich das kaum. Vielleicht liegt es dahin, dass ich am Spinnrad gerne barfuß arbeite und nicht so gerne mit Socken. Und mein Spinnrad kann ich auch auf den Balkon stellen. Das macht natürlich Spaß, da draußen auf meinem Balkon zu spinnen. Wie ist es bei euch? Und die unter euch, die auch am Spinnrad selber Garn spinnen, macht ihr das ganze Jahr oder seid ihr mehr so eine Saison-Spinnerinnen? Ja, bei mir ist es auf jeden Fall mehr im Sommer.
Ich glaube, ich war auch jetzt wieder motiviert, mehr zu spinnen, beziehungsweise ich bin immer motiviert zu spinnen, aber dann habe ich so viele Strickprojekte. Das ist einfach wie so ein zusätzliches Hobby und dann ist es manchmal Priorität Nummer 2. Auf jeden Fall war ich dann motiviert, wieder Garn zu spinnen, Wolle zu spinnen, weil auf meiner neuen Arbeit gibt es einen Hof gegenüber. Das gehört auch zu meiner Arbeit dazu. Ich gehe jetzt nicht genau ins Detail warum. Auf jeden Fall ist dann gegenüber von meinem Bürogebäude ein kleiner Hof mit Schafen, Kühen, Ziegen, Hühner und so weiter. Und die haben, ja, wie schon gesagt, Schafe. Das heißt, ich habe da vor 2 Wochen oder so eine Führung bekommen mit den anderen 9 Kollegen und habe mir die Schafe da auch aus der Nähe angeguckt. Ich habe gerade vergessen, wie die heißen, aber ich füge euch das hier unten ein und ich füge euch noch ein paar mehr Informationen ein. Ich habe das da fotografiert, da war eine Tafel mit Informationen zu dieser Schafrasse, die schon fast am Aussterben war und jetzt wieder gerettet wurde sozusagen. Das sind ganz süße Schafe, die haben so einen schwarzen Kopf und eher so ein gräuliches Vlies. Genau, und wir haben eine Führung bekommen von einer Doktorandin, die ist auch Tierärztin, die da vor Ort war und dann wollte ich natürlich wissen, was sie mit der Wolle machen. Und sie meinte, dass sie nichts mit der Wolle anfangen können, weil das leider zu teuer für die wäre, die verspinnen zu lassen. Und es gibt ja auch kaum Spinnereien. In Deutschland oder in Europa gibt es ja ziemlich wenige. Deswegen hatten sie in ihrer Garage 2 riesige Säcke, also wirklich große Säcke. Ich weiß nicht, wie viele Schafe die haben, aber mehr als 10 auf jeden Fall. Voll mit Wolle, diese Säcke. Und dann habe ich gefragt, ob ich da was von haben darf. Und sie meinte, ja, natürlich, wir verschenken das. Wir wollen es nämlich nicht wegschmeißen. Es ist aber auch ein toller Dünger. Falls ihr Pflanzen anbaut, auf eurem Balkon oder Garten oder so, ist die unverarbeitete Wolle, also die Fasern, das Vlies, ein super Dünger. Das kann man auf die Pflanzen drauflegen, in die Erde. Das wirklich hilft den Pflanzen toll beim Wachsen. Also ihr ahnt es schon, ich habe mir da Wolle dann abgeholt. Ich habe 3 solche Säcke mitgenommen. Erst war ich nicht so ganz überzeugt, ich war mir nicht so sicher, weil die haben das natürlich nicht schön geschoren, die haben es einfach irgendwie geschoren und nicht darauf geachtet, dass die Fasern lang genug sind. Aber mit der netten Tierärztin da haben wir da ein bisschen gewühlt in den Säcken und versucht da ein bisschen grob zu sortieren. So schnell wie es ging. Und ja, ich möchte die auch gar nicht so sehr hier rausholen, weil die natürlich ein bisschen voll mit Heu ist und so weiter. Aber vielleicht sieht man es durchs Plastik ein bisschen durch. Und hier, es ist so ein bisschen grau-braun, ein bisschen schwarz da drin. Die Fasern sind sehr weich. Ich glaube, das ist eine schöne Qualität. Da ist noch das ganze Lanolin drin und es riecht auch schön nach Schaf. Ich mag diesen Geruch total. Also es riecht jetzt, es ist kein schöner Duft, aber ich mag diesen Geruch sehr gerne. Und ja, 3 Säcke habe ich mir da eben mitgenommen. Vielleicht schaffe ich es ja diesen Sommer irgendwann, das zu waschen. Und wer weiß, kandieren werde ich das sicher ein bisschen, aber auch ich werde mich da auch nicht verrückt machen. Sondern einfach schauen, was bei rauskommt und es so naturbelassen wie möglich machen. Ich finde das schon schön so und ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn ich das wasche. Ja, also es ist noch ein schönes Projekt, noch ein Projekt, nochmal Arbeit. Aber es ist auch, es macht auch irgendwie Spaß, wenn man weiß, wo das herkommt. Und wenn man die Schafe kennt und vom Anfang bis Ende diesen Prozess durchmacht. Das habe ich mir jetzt eingebrockt. Und das hat mich eben motiviert, wieder das Spinnen mehr aufzunehmen. Und die letzten Tage habe ich erstmal gezwirnt, denn ich hatte noch 2 volle Spulen, die ich verzwirnt habe. Und hier ist ein bisschen verzwirntes Garn. Ich weiß nicht mehr, ich habe vergessen, wie das... Ich glaube, das ist Coburger Fuchs. Vielleicht täusche ich mich, aber auf jeden Fall habe ich in vorherigen Videos schon mal über dieses Projekt gesprochen. Das heißt, da habe ich auch schon gesagt, was für ein Garn das ist. Ich müsste selber die Videos mir angucken, weil ich habe den Zettel verloren. Aber ich glaube, das ist Coburger Fuchs. Und dann noch eine andere Faser. Ich glaube, so eine Art Camelo oder sowas mit gelbem Merino versponnen. Das habe ich aber schon mal gezeigt. Das zeige ich heute jetzt nicht. Aber damit möchte ich ein Projekt machen aus dem Buch von Alice Darmore ist das, glaube ich, Two Door Roses. Vielleicht füge ich euch hier ein Foto ein, das hatte ich aber schon mal gezeigt.
Und das war eben so ein bisschen auf Pause, weil ich eben nicht weitergesponnen habe. Aber jetzt habe ich vorgestern eine halbe Spule gesponnen und eben 2 solche Stränge verzwirnt. Das macht Spaß und ich freue mich da wieder ein bisschen, das wieder aufgenommen zu haben. Macht ja auch nichts, wenn ich monatelang daran nicht arbeite und dann irgendwann später wieder daran arbeite. Ist ja total egal, ich kann das ja in meinem Rhythmus einfach machen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt mir nochmal neue Wolle geholt habe, habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Ansporn, da weiterzumachen. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich ja auch noch andere Fasern zum Verspinnen. Also mir wird nicht langweilig. Ja, das ist die originale Faser von diesem Garn. Das ist das hier. Ich glaube, das ist eben Coburger Fuchs. Ich füge euch noch Fotos ein von den schönen Schafen, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Die waren ein bisschen verschreckt, als ich da vor dem Stall stand, waren die gerade am Fressen und ich glaube, es hat die ein bisschen nervös gemacht, dass ein Mensch sie da anguckt. Ich glaube, wir sind dann auch am Ende angekommen. Ich habe euch ganz viel gezeigt, was ich in den letzten Wochen gemacht habe. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Vielen Dank. Schaut euch gerne meine Website an. Die ist wirklich schick, habe ich schon ein paar Komplimente für bekommen, auch in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Danke an euch, die immer kommentiert und ein Abo da lasst und auch beim Teststricken mitmacht. Mir macht das alles super viel Spaß. Ja, ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich dann weiterzumachen. Und ich freue mich, wenn wir mehr werden und ich finde es auch immer ganz toll, wenn unter euch Strickerinnen den Weg zu Instagram finden und mir auf Instagram folgen und da mir auch eine nette Nachricht schreiben. Ich beantworte immer alle Nachrichten so schnell wie ich kann und ja, es macht mir riesengroßen Spaß. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!